Gut. Dann, wo waren wir jetzt? Ja, nach dem Sterben des Körpers wird dadurch auch das Fluidalsein respektive die Fluidalexistenz nach dem Ableben des Menschen bestimmt, wobei die Fluidalenergie respektive Fluidalkraft sehr wohl energieimpulsmäßig auch das Wissen und alle sonstigen Werte und Formen sowie vieles andere des Menschen in sich trägt, die er sich während seines aktuellen Lebens angeeignet hat. Auf diese Weise wird, nebst den Abspeicherungen in den Speicherbänken, auch im physischen und halbfeinstofflichen Bereich alles erhalten und in die Zukunft getragen. Nach dem Sterben verlässt das Bewusstsein respektive der gesamte Bewusstseinsblock zusammen mit der Schöpfungsenergieform unmittelbar den Körper respektive die sterbliche Hülle, um in den Jenseitsbereich einzugehen, während der Bewusstseinsblock in den von der Schöpfungsenergieform geschaffenen jenseitigen Bereich des Gesamtbewusstseinsblock eingeht. So, das war jetzt viel. Also das physische Bewusstsein, die energetischen Abspeicherung. Ja, die erfolgt im schöpfungsenergetischen Bewusstsein, respektive in dessen Unterbewussten. Ja. Es wird vom physischen Bewusstsein, also Unbewussten, wird das automatisch transferiert ins Unbewusste vom schöpfungsenergetischen Bewusstsein. Nochmal bitte. Das, was der Mensch, ich muss das vielleicht anders erklären. Das, was der Mensch lernt und die Essenz von dem, was er gelernt hat, das setzt sich fest im materiellen Unbewussten, Unterbewusstsein. Und das materielle, also das physische Bewusstsein, tut das automatisch, gleichzeitig alles weiterleiten als schöpferisch-energetische Bewusstsein, respektive dessen Unterbewusstsein oder Unbewusste. Oder? Und dort tut sie sich festhalten. Speichern. Das ist der sogenannte Speicherblock. Ja. Und der bleibt erhalten, auch wenn der Mensch sterben tut, wenn er von der Welt geht und so weiter und so fort. Dann geht ja die ganze Schöpfungsenergie, wo das Schöpfungslebensenergie integriert ist, oder? Und in der Schöpfungslebensenergie schöpferische Bewusstsein, schöpfisch-energetische Bewusstsein gespeichert ist, oder? Das geht in das, was wir sagen, es ist Jenseits, wo nichts anderes ist als eine bestimmte Ebene, schöpfungsenergetische Ebene, wo sich die Schöpfungsenergie und Schöpfungslebensenergie ablagern für eine bestimmte Zeit, bis das alles zusammen praktisch, wie wir sagen, einfach verschaffen ist, was im Unbewussten vom schöpfisch-energetischen Bewusstsein vorhanden und gespeichert ist. Und wenn das gespeichert ist, was lange Zeit kann gehen, das kann über Hunderte oder Tausende oder weiss ich wie viele Jahre, kann das andauern, bis das wirklich so weit verschaffen ist, dass die Schöpfungsenergie wieder fähig wird, um neue Persönlichkeit zu beleben
durch die Schöpfung energetische Energie wieder zum Bewusstsein wird und unbewusster wird und wieder neu kann anfangen zu speichern durch das physische Bewusstsein, das der Mensch hat, durch das Unterbewusstsein von dem wieder speichern tut, wieder abgibt an die schöpfisch-energetische Unterbewusstsein, Bewusstsein und so weiter und so fort. Das wieder alles, wo von dem dann wieder gespeichert wird. Mhm. Hast du verstanden? Ja, diese ganzen Abspeicherungen, das sind ja Erfahrungen, Wissen, das man sich erarbeitet hat. Ja. Eben auch Erfahrungen und so weiter. Das ist genau gleich, wenn du einen Gedanken hast, du schaffst ihn da oben, du hast ihn nachher aufschreiben. Ja. Das Aufschreiben ist die Speicherung. Ja, da ist es dann und fixiert. die kannst du nachher verschaffen. Kannst wieder lesen. Kannst wieder lesen Ja. und verschaffen. Ja. Und kannst sie später wieder brauchen. Ja, und wieder weiter damit arbeiten. Richtig. Ja. Du hast auf dem materiellen Bereich hast du immer bei allem und jedem, was es auch immer gibt im Schöpfungsbereich, hast du, wie man so sagt, ein Gegenstück, ein Beispiel, wo kannst nachziehen, um das zu erklären. Oder dir selber verständlich machen. Ja, man kann sich immer vergleichen oder um das. Ja, du kannst dir Vorstellungen machen und so weiter und so fort. Ja. Und kannst Vergleiche ziehen und so weiter. Mhm. Gut. Dann schreibst du weiter. Im Gesamtbewusstseinsblock wird der gesamte Bewusstseinsblock aufgelöst und in reine neutrale Energie gewandelt, wogegen die Schöpfungsenergieform in ihrem eigenen Jenseitsbereich verweilt. Oder in ihrem eigenen Jenseitsbereich verweilt. Das verstehen nicht so. Für uns ist das, glaube ich, alles jenseits. Für uns ist alles jenseits. Was da, Schöpfungsenergie und Schöpfungslebensenergie betrifft und das Bewusstsein daraus aus, also schöpfungsenergetische Bewusstsein, das ist ein Block, dem sagt man ein Block. Mhm. Und der ist dann im sogenannten Jenseits, in dieser schöpfungsenergetischen Ebene einfach, wo alles verarbeitet wird. Wir sagen dem verarbeiten. Oder wie das zu und her geht, das weiss ich nicht. Wie das die Verarbeitung stattfindet tut, was für ein Vorgang das da stattfindet tut, das ist auch nicht überliefert. Das hat der Nocodemion hat das nicht erklärt oder weiss ich was, oder es ist untergegangen oder vergessen gegangen und so weiter und so fort. Ich weiss es nicht, wie das der Vorgang stattfindet. Wir können es einfach erklären an dem Wortbegriff, wo wir haben, und dem sagen wir verarbeiten. Ja. Oder? Weil du schreibst, dass der Bewusstseinsblock in den von der Schöpfungsenergieform geschaffenen jenseitigen Bereich des Gesamtbewusstseinsblocks eingeht. Ja. Also die Schöpfungsenergieform schafft einen Bereich, in den der
der Bewusstseinsblock in den Gesamtbewusstseinsblock eingeht. Ja, das ist genau das Gleiche. Weil wenn du etwas siehst, etwas lernen tust, du schaffst einen Wissensblock. Oder das ist dann dein Wissensblock, wo du genau weißt, das, dieses und jenes ist ein Serweg und diesen und jener Weg. Und mit dem kannst du weiterarbeiten, kannst das alles aufarbeiten und kannst es zu einem springenden Punkt bringen. Ja. Also zu einem Resultat. Und das nennt sich dann Gesamtbewusstseinsblock. Es ist ganz, ganz einfach. Es ist eigentlich einfach zu verstehen, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und sich befasst mit der Materie und das und dieses und jenes sieht und ja, eben versteht tut. Ja, mein Bewusstseinsblock ist das, was oder gesamte Bewusstseinsblock ist das, was ich jetzt in diesem einen Leben Das Gesamte, was einfach dann vorhanden ist. Das ist der gesamte Bereich von allem, was du lernen tust oder gelernt hast. Ja. Und das sind, weiss ich, wie viel Leben lang, wo Persönlichkeiten, die und diese und jene gewesen sind, wo sich ansammeln, wo weiter bestehen, nicht mehr vergehen, sondern immer vorhanden sind. So oder so sind sie vorhanden. Und das nennt sich dann gesamthaft der Bewusstseinsblock. Ja. Das, was vorhanden ist, was es kennt, was es weiß und so weiter und so fort. Was man ist wie, sagen wir, was man in einem Leben ist ein Tropfen, den man in ein Glas tut, Genau. Und da kommt immer wieder mit jedem Leben noch ein Tropfen dazu an Wissen und. Das ist, ja, dann füllt sich das Glas langsam, oder? Das ist die Gesamtheit von dem, was im Glas, das, was im Glas innen ist dann die Gesamtheit, das ist eigentlich der Block. Ja. Oder? Und das wird von der Schöpfungsenergieform geschaffen. Ja. Mhm. Okay. Das ist genau gleich im physischen Leben. Der Mensch erlernt das und dieses und jenes sein ganzes Leben und tut da speichern in seinem physischen Bewusstsein. Er hat ja auch einen materiellen Block, einen physischen Block, wo alles gespeichert ist. Nur bei dem ist es sehr weg. Es ist einfach der Mensch tut das und dieses und jenes vergessen und durch irgendwelche Umstände, durch ein Wort, das jemand bringt oder durch ein Geschehen, das passiert, kommt ihm wieder das und dieses und jenes in den Sinn, wo aber wirklich vorhanden ist. Es ist in dem Block innen vorhanden, nur ist er sich, weil er eben ein Mensch ist, oder? Und kann er das vergessen? Oder? Weil er nicht täglich daran denken tut, sich mit anderen Sachen befassen tut. Und das ist im schöpfungsenergetischen Block ist das eben nicht, dass es einmal vergessen geht. Es ist gespeichert und es ist allzeitig gegenwärtig. Ja. Nur es fragt sich, wie viel Gas davon ins physische Bewusstsein dringt, also Unbewusste, und dass es dort dann mobil wird und bewusst wird. Ja. Kann man das, um jetzt von Feinstoff und feinststofflicher Energie zu sprechen, sagen, dass
der Gesamtbewusstseinsblock ein feinstofflicher Bereich ist und die Schöpfungsenergieform ein feinststofflicher Bereich. Ja, Kann man das sagen? ja, das kannst du eigentlich nicht voneinander trennen. Es ist feinstofflich. Es ist im Grunde alles feinststofflich, weil es von der Schöpfungsenergieform geschaffen wurde. Okay. Das hilft schon sehr weiter. Ja, der materielle Bewusstseinsblock ist ein Faktor der Vergänglichkeit oder der physische Bewusstseinsblock ist ein Faktor der Vergänglichkeit. Folglich er erlischt, wenn der Körper dem Tod verfällt. Ja. Aber eben die Ablagerung im Er folgt über Gesamtbewusstseinsblock bleibt. schöpfungsenergetische Unbewusste. Ja. Aus der durch den Gesamtbewusstseinsblock geschaffenen neutralen Energie, aus der Auflösung des Bewusstseinsblock, wird ein neuer Bewusstseinsblock mit einer neuen Persönlichkeit geschaffen, der dann zur gegebenen Zeit geboren wird, und zwar zusammen mit dem dazugehörenden reinkarnierenden Schöpfungsenergieform. Ja. Wir haben keinen anderen Begriff als reinkarnieren. Es ist grundsätzlich ist ein falscher Begriff, aber du kannst dem Menschen das nicht einfach anders klar machen. Er ist auf Wiedergeburt trinkt mit seinem Denken, obwohl keinerlei Wiedergeburt gibt. Ja. Oder? Wir müssen leider die Begriffe nehmen, wo der Mensch verstehen tut. Und das löst halt dann Missverständnis aus. Ja, die Schöpfungsenergieform ist ja neutral. Die ist und bleibt neutral. Insofern kommt da ja etwas Neutrales wieder. Ja. Es kommt eben darauf an. Aber es ist ja keine Wiedergeburt, es ist ja keine Reinkarnation. Es ist immer wieder etwas Neues, weil ja das Alte, was gespeichert worden ist, verschaffen worden ist. Und dann ist wieder ein vollkommen neuer Zustand. Und der geht dann nachher weiter. Ja. Tut sich wieder anfangen evolutionieren. Oder? Und schon aus dem Grund, leider kannst du nicht sagen, es ist eine Wiedergeburt. Eine Wiedergeburt würde genau das Gleiche bringen, was voran war. Ja. Oder? Und das ist nicht der Fall. Es ist etwas vollkommen Neues. Es ist also nicht eine Reinkarnation, eine Wiedererscheinung und so weiter und so fort, sondern es ist eine Neuerscheinung. Es ist etwas vollkommen Neues. Neuwertig. Neubelebung wäre vielleicht ein besseres Wort, ne? Ja. Weil es immer wieder neu. Es wird ja belebt, Richtig. aber es wird immer wieder neu belebt. Ja. Richtig. Also erneute Belebungen. Ja. Ja. Ja, von dem da kannst du eigentlich ein neue Dings kreieren, einen neuen Begriff dafür kreieren und so weiter und so fort. Aber einfach nicht eine Reinkarnation, nicht Wiedergeburt oder sonst etwas in diesem Rahmen hinein, sondern es ist wirklich neu. Es ist vollkommen aufgearbeitet und es ist etwas gelernt worden dabei. Es hat eine neue Erkenntnis gegeben und so weiter und so fort. Wie wenn der Mensch einen Beruf lernen tut. Oder? Zuerst weiss er gar nichts
oder nur wenig. Und dann macht er den Beruf, er lernt das, dieses und jenes. Also er tut das, was ihm, was er lernen tut, verarbeiten, wie wir sagen, weil wir keinen anderen Begriff haben. Er tut das verarbeiten und es entsteht etwas Neues daraus. Er ist nachher ein Schreiner oder Schuhmacher oder weiss ich was oder Doktor oder weiss ich was. Es macht also so. Ja. Es geht bergauf. Er geht immer auf den höchsten Stand zu. Ja. Und das ist dann der höchste Stand da auf der Erde, wenn der Mensch zum Beispiel einen Berufsabschluss macht. Ja. Oder? Ja. Ein Satz noch, dann ist der Paragraph zu Ende. Und dann. Das bedeutet, dass das alte Bewusstsein mit der alten Persönlichkeit und so weiter also aufgelöst und nicht wiedergeboren werden kann. Ja. Folglich bei der neuen Geburt ein völlig neues Bewusstsein mit einer ebenso neuen und unbelasteten Persönlichkeit geboren wird, wobei nur der wobei nur die Schöpfungsenergieform durch die Neubelebung nicht vergeht, die gleiche bleibt und sich in den neuen Körper als belebender Faktor einwohnt, respektive diesen belebt und als Wohnsitz nimmt. Ja, das ist aber dann die Schöpfungsenergie Ja. und verbunden mit der Schöpfungsenergie ist eben die evolutive Schöpfungslebensenergie, Ja. wo alleine dazu vorhanden ist, damit eine Evolution stattfinden tut. Die Schöpfungsenergie ist einfach das, wie soll man sagen, das Element, wo Belebung gibt, ja. Und die Schöpfungslebensenergie ist das, was die Evolution anreisen und fortführen tut. Sind das wie zwei Seiten einer Medaille? Oder sind sie wirklich getrennt zu sehen? Das kannst du nicht sagen. Es ist vor und Rückseite von einer Münze. Dann, das sind wieder zwei verschiedene Sachen. Ja, du hattest dass das ein anderer Faktor ist, hattest du geschrieben. Ja. Aber wenn ich jetzt sagen wir, die Münze ist die Schöpfungsenergie und die Schöpfungsenergie kreiert eine Schöpfungsenergieform und eine Lebensenergieform. Dann wären aber drei Sachen und das ist nicht wahr. Ah, okay. Dann wäre die Münze, Ja. wäre die Vorderseite, Und die wäre die Rückseite, das wären drei Sachen. Ja, okay. Und das ist verkehrt, Ja. das ist falsch. Schöpfungsenergie und Schöpfungslebensenergie, die sind miteinander, die sind vorhanden. Wie soll ich das sagen? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Kamera nehmen, da ist eine Energie und das Bild ist die zweite Energie, die daraus entsteht tut. Oder zwangsläufig daraus entsteht tut. Nochmal, das Bild ist die eine. Da hast du die Kamera, die tut aufnehmen. Ja. Und tut das Bild machen. Ja. Hat also die zwei Sachen, die ineinander arbeiten. Ja, ja. Das sind Schöpfungsenergie und Schöpfungslebensenergie. Das ist eine Sache ineinander geschlossen, oder? Wie zum Beispiel bei einer Frucht. Wenn du eine Frucht nimmst, und das gibt's, wo nur das Fleisch ist,
und die Haut ist. Oder? Es gibt aber keine Kerne, es gibt kein Spütschki, sagen wir, wie heißt das? Kein Samen? Oder? Ja, nein, wie sagen die den Bütschki? Da weißt du, wo die Samen drin sind, wie heißt das? Der deutsche Begriff. Kerngehäuse. Das Kerngehäuse. Eine Frucht, wo kein Kerngehäuse hat, sondern nur Fruchtfleisch und Die Haut. die Haut. Das ist also zwei Sachen miteinander, die miteinander arbeiten, oder? Miteinander gross werden, oder? Ja. Okay. Da muss ich jetzt erst wieder drüber nachdenken. Okay, vielen Dank Ja, gern geschehen. und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.